Ja, hallo, ich bin die Karin und möchte euch meine Erfahrungen mit dem 9010 Medbett teilen, welches ich testen durfte. Ja, vielleicht zunächst mal der physische Aspekt. Also was habe ich gespürt? Als ich das Bett aktiviert habe, habe ich unmittelbar eine Art innere Wellenenergie gespürt von meinen Haar bis in meine Fingerspitzen. Aber dort endete alles. Also in meinem Rumpf endete alles. Weder an den Beinen noch an den Füßen habe ich irgendeine Form von Energie wahrgenommen. Und das Gleiche war dann auch so, als ich 2 Minuten später den Scan gestartet habe. Wieder dieselbe Wellenenergie vom Kopf bis in die Fingerspitzen, endend am Rumpf. Recht interessant, hat mich zunächst ein bisschen irritiert. Ich habe es aber dann akzeptiert und gesagt, okay. Es war aber ganz eindeutig, war auch eine ja, relativ starke Energie gewesen. Und ja, was habe ich dann gemacht? Dadurch, dass ich halt aufgrund dieser Erkältung schon tagelang praktisch im Bett liegen musste und da auch gar nicht wegkam, hatten sich an diesem Tag diverse Beschwerden sichtbar gemacht, und zwar in Form von Knieschmerzen im linken Knie, als auch Rückenschmerzen durch das permanente Liegen, was ich nicht gewohnt war. Und die waren ziemlich penetrant. Also ich wusste wirklich nicht mehr, auf welcher Seite ich noch hätte liegen können. Es ging nichts mehr. Wurde ziemlich schmerzhaft. Und dann lag es auf der Hand, dass ich natürlich als erstes dieses an das Medbett übergebe. Und das habe ich in Form von einer Affirmation gesagt, also dass ich schmerzfrei an diesen Stellen bin, und habe mich auch darauf konzentriert, mich hineingedacht sozusagen, habe gedacht, so, mal schauen. Ich hatte ja 8 Stunden Zeit, habe das auch später noch ein- oder zweimal wiederholt. Ich dachte, das muss unbedingt verschwinden. Das ist jetzt wirklich so Baustelle Nummer eins. Und ja, was soll ich sagen? Ähm, Am Nachmittag, als ich die Pause gemacht hatte, da habe ich es schon gemerkt, also auch als ich das Experiment später beendet hatte, ähm, waren Knie als auch Rückenschmerzen weg. Da habe ich natürlich gedacht, okay, das bildest du jetzt ein, das war jetzt deine absolute Wunschvorstellung und vermutlich kommt das gleich wieder oder morgen. Und weil ich ja auch wieder praktisch ins Bett musste, ich war ja noch nicht gesund. Und ja, aber es ist nicht wiedergekommen. Also weder an dem Tag noch am nächsten, auch nicht in den nächsten Tagen. Rücken als auch Knieschmerz waren verschwunden. Und das war für mich auf jeden Fall schon mal ein voller Erfolg. Es war mehr, als ich an dem Tag erwartet hatte. Und ich hatte mich allerdings natürlich vorbereitet, weil ich wusste, 8 Stunden ist eine lange Zeit, die werde ich gar nicht füllen können. Habe mir eine riesige Affirmationsliste vorher im Vorfeld erstellt mit ja, über 100 Affirmationen, den kompletten physischen Bereich vom Kopf durch sämtliche Organe, Blutbilder, also wirklich alles, habe ich mir Affirmationen aufgestellt und habe ja dann versucht, mich wirklich auf jede einzelne zu fokussieren, mich da auch hineinzufühlen in die jeweiligen Körperteile. Es waren auch ein paar psychische Sachen dabei. Da ist es dann natürlich schwierig, sich da reinzudenken, aber ich habe mich bemüht, da auch wirklich den Fokus auf die jeweilige Affirmation zu richten. Und ja, das war dann in dem Moment sehr anstrengend, und als ich das gemacht hatte, bin ich dann auch eingeschlafen, habe später eine Pause gemacht und dann im zweiten Teil nochmal so circa 3 Stunden das Medbett wieder gestartet, auch Scan. Muss aber dazu sagen, dass ich bei diesem zweiten Mal physisch gar nichts gespürt habe. Also diese Wellenenergie nicht, die war weg. Ich war aber davon überzeugt, klar, die Energie ist da, und vielleicht hatte ich mich jetzt schon daran gewöhnt, dass ich das nicht mehr wahrnehme. Und im zweiten Teil, das hatte ich ebenfalls vorbereitet, meine Affirmationsliste hatte ich nochmal umgewandelt in Heilaufträge, weil ich mir gesagt habe,
okay, ich schaue jetzt mal, was kommt sozusagen besser an oder überhaupt, und habe dann praktisch das Ganze nochmal als Heilauftrag an das Medbed weitergegeben. Mm, Konnte und kann das teilweise natürlich nicht alles überprüfen, weil das waren ja Dinge, wozu man wirklich jetzt Tests machen müsste et cetera. Aber ich habe gedacht, das versuche ich jetzt mal und mal schauen, was sich so in der nächsten Zeit, dadurch vielleicht noch zeigt oder eben nicht mehr zeigt. Ja, das waren meine Erfahrungen mit dem Medbed-Test und dann sage ich tschüss.